Also herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Moritz Röing vom Kompetenzcenter Isobus. Wir zeigen hier das Onboarding am Beispiel vom CCI-Terminal. Also wie Sie gehört haben, es gibt andere Beispiele zum Onboarden am AGI-Router. Es soll ja frei und universell sein. Dieses Terminal hat halt zusätzlich noch den Vorteil, dass es mit sehr vielen Maschinen arbeiten kann. Und ja, dass der Onboarding-Prozess sehr einfach ist, das zeigen wir jetzt hier einfach an dem Beispiel. Ich habe hier mein Handy, wo ich die Webseite vom AGI-Router, von meinem AGI-Router aufrufe. Wie vorhin in der Präsentation gehört, hat jeder Landwirt seinen eigenen AGI-Router. Das heißt, er wählt einfach die Internetseite meinagirouter.com, hat dann, das kann man später sich auch im Detail nochmal angucken oder sich auch selbst einwählen, dann im Kontrollzentrum die Möglichkeit zu sagen, ich öffne das und ich möchte eine neue Telemetriebox verbinden. Das Ganze muss ich nur einmal tun, wenn ich das Produkt neu in Betrieb nehme, neu gekauft habe, richte ich es einmalig ein als Verbindung zum AGI-Router. Die Routing-Regeln, also wo ich meine Daten hinschicke, das kann ich später jederzeit verändern. Dies mache ich nur einmal zu Beginn. Also ich klicke hier auf neue Telemetriebox verbinden, dann bekomme ich eine Liste mit möglichen Telemetrieboxen. Da wähle ich das CCI 1200 Terminal aus und dann bekomme ich einen Code angezeigt. Das sieht man hier auf dem Terminal bzw. parallel auch auf dem Bildschirm. Das Terminal ist ein bisschen lichtstarker, also wer das nachher nochmal im Detail sehen möchte, hier haben wir es etwas schärfer. Hier gehe ich einfach in die Einstellungen rein. Unter System finde ich auch schon den Punkt AGI-Router. Dort wähle ich dann den Registration Code aus, bekomme dieses Eingabefeld. Das mache ich jetzt mal eben. Das ist die Nummer, die mir hier angezeigt wird. Die Nummer muss man sich nicht mitschreiben, die ist jedes Mal neu. Da bekommt man keinen Gratiszugang. Dann läuft dieser Prozess einmal durch. Ich bekomme hier schon die Meldung, dass die Registrierung erfolgreich war. Wenn ich auf meiner Internetseite dann den Dialog schließe, die Seite nochmal neu lade, sehe ich dort mein CCI 1200 Terminal, was entsprechend dann schon verbunden ist. Und ab dem Zeitpunkt bin ich in der Lage, meine Routing-Regeln zu setzen, das heißt zu verknüpfen, an welche Software möchte ich schicken, an welchen anderen Landwirt, welchen Lohnunternehmer möchte ich schicken. Ich kann diese Konten auch entsprechend verbinden und bin dann eben in der Lage, ja, meine Daten dorthin zu verschicken, wo ich möchte. Auf Terminal-Seite sieht das dann so aus, wenn ich die Routing-Regeln gesetzt habe, arbeite ich ganz normal im Task-Controller, wie wenn ich mit einem USB-Stick arbeiten würde. Das heißt, ich habe meine Auftragsverwaltung da drin, habe hier meine Buttons für den Import und bekomme hier, man sieht, es ist kein USB-Stick angeschlossen gerade, ich bekomme aber trotzdem eine Liste an Daten angezeigt. Das ist die über den AGI-Router in dieses Terminal schon mal importiert wurde. Und ja, kann eben diese Daten dann zu dem Zeitpunkt, wo ich sie bearbeiten möchte, also zum Beispiel meine Applikationskarte, dann dort aufrufen. Und genauso kann ich auch, wenn ich ja, Daten dokumentiert habe, die ich betriebswirtschaftlich nutzen möchte oder weiter auswerten möchte, klicke ich hier auf Export, klicke nicht auf USB-Stick, sondern auf AGI-Router und bekomme dann, wenn ich die Regeln gesetzt habe, eine Liste an Endpunkte, wo ich die hinschicken kann. Das heißt, wenn ich zu mehreren ja, Softwaresystemen oder zu mehreren anderen Konten Daten schicken möchte, richte ich die Regeln alle einmal ein und kann dann direkt auf dem Feld entscheiden, schicke ich das jetzt an meine Software auf dem PC, schicke ich das an den Lohnunternehmer, weil ich zum Beispiel eine Feldgrenze teilen möchte, habe also da entsprechend die Möglichkeiten. Gut, das ist ja, so einfach, so schnell schon erklärt, die Verbindung von der Telemetrieeinheit zum AGI-Router. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung und kann sich jeder gerne noch mal im Detail angucken. Dankeschön.